Marokko, Merzouga. Wir wechseln von einem Hotel zum nächsten. Ja, heute mal Suitenwechsel. Wir werden die nächsten 2 Tage wohl sehr viel drin verbringen und uns ausruhen. Denn Julien hat es erwischt. Die hinter uns liegende, kräftezehrende Wüstentour mit den Reiseenduros fordert nun ihren Tribut. Scheiße! Er liegt mit einer dicken Grippe flach. Wie schon der Name Résidence Touristique verlauten lässt, ist das hier so eine richtige Touri-Unterkunft mit allerdings einem mega Pluspunkt. Sie liegt direkt an den Dünen Erkçebi vor den Toren der Stadt Merzouga. Während Julien sich hier gesund schläft, nutze ich den Pool des Hotels und tue es den Vögeln gleich, die sich im kühlen Nass erfrischen. Es war echt ganz schön kalt, aber gut als Abkühlung. Die Katzen sind hier so abgemagert. Bei ihr geht's. Hey, erschreck dich nicht. Alles gut. Die Katzen trinken hier vom Putzwasser. Jungs, ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Aber gut, sie haben es bis jetzt ja auch überlebt, ne? Besser als gar kein Wasser. Da trinkt eine kleine Katze bei der Mama. Also hier drin sind gefühlte irgendwie 30 Grad und der Mann liegt unter der dicken Decke und sagt, ihm ist kalt. Also so ganz vernünftig ist das immer noch nicht so mit seiner Gesundheit. Ich glaube, das nennt man dann so Schüttelfrost oder so. Er glüht auf jeden Fall. Naja, ich lasse ihn mal schlafen. Ja, während einer Reise krank zu sein, ist echt mies. Man hat so viel vor und kann es nicht machen, weil der Körper einfach nur Ruhe braucht. Als es Julien so langsam aber sicher besser geht, schauen wir, was bei Sonnenuntergang um die Ecke in der Sahara los ist. Ist ja auch geil. Die haben hier noch nicht mal Helme auf, wenn die hier durch den Dünensand fahren. Die Motorräder hier, diese leichten KTMs, die kosten allerdings 100 € pro Stunde. Und aufgrund der Tatsache, dass Julien einfach definitiv nicht fit ist und das definitiv anstrengender ist, als diese Quads zu fahren, haben wir uns entschlossen, die Quad-Tour zu machen und nicht die leichten Motorräder zu nehmen. Ich hätte so gerne gemacht. Ich weiß. Nur dafür, ich bin extra dafür, wollte ich in dieses Land wirklich. Nee, aber mit Grippe, finde ich, sollte man sowas nicht machen und deswegen... Es ist noch nicht über den Berg, aber es wird besser. Ja, buenas. Bien, todo bien? Ja, bien, tudo bien. Soy bienvenidos. Oh, Bienvenidos. ja, okay. You live here? Ja, Ja. live here. Okay, Ja, cool. يسوى البويبلو حسن البيت. Ah. يسوى البويبلو ترى بخار الشيلان. I don't understand a single word I because... live here. I work for. Yeah, you work. You sell this stuff. Gift Sahara. Gift Sahara. Ja, hier kann man sehr viele Geschenke kaufen. Die Marokkaner sind sehr bemüht, hier ihre traditionellen Tücher unter die Leute zu bringen. So nimmt der Abend in den Dünen seinen Lauf und der nächste Morgen erwacht. So, dann werden wir das mal mit diesem Quad hier probieren. Ich habe noch nie auf so einem drauf gesessen. Der Shop, wo wir das hier machen, ist direkt neben dem Hotel. Also die bieten das alles an, die Kameltour heute und diese Quad-Tour mit 600 Dirham pro Person für 2 Stunden. Ist, finde ich, eine günstige Sache, also ca. 60 € pro Person für 2 Stunden. Man kann auch eine nehmen, aber dann fährt man eben nicht so weit rein in die Dünen und das wollen wir natürlich. Ne? Also ich meine, deswegen machen wir das, um richtig schön in die Dünen reinzukommen. Man kann auch mehr nehmen, ne? Also so ist es nicht. Aber 2 Stunden ist wahrscheinlich ein sehr gutes Maß, um hier genug zu sehen. Die Wüste liegt vor uns. Kurze Einführung ins Gefährt und los geht der Spaß. Das ist ja so viel einfacher als Motorradfahren. Ich hab mich eingegraben. Sorry! Yes. Oh, rückwärts. Ich habe mich echt eingegraben mit dem Ding. Ich war nicht schnell genug. I wasn't fast enough, ja? Okay. Vollgas. Vollgas, okay. Nee, stopp. Shit, doch gar nicht ganz so einfach. Wie gut, dass die Quads im Gegenteil zum Motorrad einen Rückwärtsgang haben. So kann die Fahrt nach kurzen Startschwierigkeiten easy weitergehen.
hier sind wir den großen Dünen so nah wie noch nie. Mit den Quads kommt man hier wirklich super leicht hin und durch, wenn man das mit dem Gas geben an den schwierigen Stellen dann einmal raus hat. Und das ist gerade hier so am frühen Morgen wirklich ein wahnsinnig toller Spirit, da durchzufahren und so nah bei der Natur zu sein und gefühlt auch so alleine diese Landschaft für sich zu haben. Hinter dem Sandfeld erstreckt sich eine steinige Ebene, auf der tatsächlich irgendwo im Nirgendwo Menschen in ihren Zelten leben. Wir nutzen diesen Spot für eine Pause, sagen dem Esel Hallo und fahren zurück in den tiefen Wüstensand, wo wir die größten Dünen erklimmen wollen. Der Guide weiß, wo es lang geht. Wow, wir werden noch weiter hochgehen. Woo! Das ist einfach so hoch, ne? Das ist einfach krass. Boah, heftig, ey. Megamäßig. Es ist einfach Fun pur, Leute. Ihr müsst es machen. Das ist einfach so viel Spaß, den man sonst verpasst. Also, ich war ja schon in Marokko und es ist ein Erlebnis, was ich jetzt im Nachhinein echt bereuen würde, nicht gehabt zu haben. Also, ich sag mal, heute findet auch eine Rallye statt hier. Man sieht hier Motorradfahrer, Quadfahrer und Jeeps. Freiheit pur. Und es fühlt sich wirklich gut an, mit so einem Guide hier unterwegs zu sein. Und er stellt sich hier auch ganz gut auf unsere Bedürfnisse ein. Wir wollen gar nicht so viele Pause machen, keinen Tee trinken oder so in der Wüste. Nein, danke, wir wollen einfach nur fahren. Wir haben unser Getränk im Rucksack dabei. Und das machen wir dann auch. Super. Auch schön diese kleine Truppe, ne? Nur wir beide einfach. Ja. Hier Privatrunde. Voll. Do you have this in your country? No. Die Farbe. No, nothing. So was haben wir in Deutschland nicht, ey. Nicht ansatzweise. Ich meine, okay, so Ostsee, Nordsee. Also ein bisschen Sand, aber der sieht auch anders aus. Ne? Ja. Ey, das ist so geil. Hier kommt man ja echt, am besten mit den Dingern hin wahrscheinlich. Und mit leichten Motorrädern. Mega. Krass. Wobei gestern Nachmittag bin ich ja hier auch mit der Afrika-Twin hochgefahren. Aber leider ist die SD-Karte, hatte einen Defekt und deswegen haben wir die Aufnahmen leider nicht. Ja, ich glaube, du echt hattest schade. starke Fieberträume. Oh, tatsächlich kommt da jetzt einer mit einer Cove oder sowas. Irgendwas Leichtes ist es. Der Cove 450. Also das hier machen wir dann nächstes Mal. Er sagte gerade, die Afrika Twin ist zu schwer, eindeutig. Das gute Ding wiegt wahrscheinlich so 140 Kilo oder so. Hey, what is your name? Ismail. Ismail, okay. Thank you for this experience. You're welcome. It's so great. How many years do you do this job? You can say 6 years now and 2 months. Yeah. Wow. Sicher nicht der schlechteste Job, den man hier in Marokko machen kann. Mitten in der Wüste, ey. Hammer, 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 Hammer. So geil, glaube ich, mit so einem Ding. Und das Ja. mal mit so einem Quad macht schon mega Bock. Ja, das ist echt super empfehlenswert. Und das für den Preis wirklich. 60 € ist echt, wenn man überlegt, dass 10 Minuten Kartfahren irgendwie 10, 15 € kosten, das ist wirklich Hammer. Und in der Kulisse wirklich richtig gut. Ja, toll. Tolles Erlebnis. Und dann erklärt mir Ismail die Bedeutung der Ammersee-Flagge, ein Symbol der Berberkultur. Free man. Free, okay. Yeah. The water The water, and green palms yeah. and the sun. Ah. Nach diesem spaßigen Morgen in der Wüste sind wir mittags mit Leon verabredet. Er ist mit seiner Afrika Twin RD07 auf dem Weg nach Dakar und macht gerade in Marokko eine Pause. Wir tauschen uns aus über das Reiseleben und freuen uns, dass diese sehr spontane Verabredung geklappt hat.
Leon hat auf jeden Fall jetzt einige coole Tipps gegeben, was man noch alles machen kann. Und ach so, genau. Leon, du hast diese Tour schon gemacht mit der leichten Maschine, ne? 100%. Also wenn man hier ist, in der Region Sahara, Merzouga, schaut zu, dass ihr am besten zur Nomad Experience geht. Das ist echt ein super toller Typ, ein Spanier. Der nimmt euch an die Hand und zeigt, wie das geht. Schaut zu, dass ihr das macht. Einfach mit einem leichten Motorrad mal richtig die Dünen zu erfahren und nicht nur davor zu stehen und ein Foto zu machen, sondern reinzufahren. Es ist anstrengend, aber es ist leichter, als man denkt. Man kriegt das hin. Nächstes Mal dann. Im Geschäft nebenan gibt es die traditionellen marokkanischen Tücher, die sich zu vor der Sonne schutzspendenden Kopfbedeckungen binden lassen. Wie das geht, zeigt uns dieser ambitionierte Marokkaner Schritt für Schritt. Ah, okay. Das ist super. Das kann ja Videos werden. Das Ganze gibt es hier in verschiedenen Farben und Formen. Das ist natürlich so ein richtiges Gerät. Echt? So Leute, ich habe es bald echt raus hier mit dem Tuch. Man muss einfach ein paar Mal machen und dann sieht man schon fast so aus, als wenn man hier gebrochen wäre. Nein, nicht so ganz, aber fast vielleicht. Für die nächste Aktion kann ich den Sonnenschutz auf dem Kopf gut gebrauchen. Das sieht auf jeden Fall dick gepolstert aus. Bro? Ja. Influencer halten wieder alles auf. Und hier reinstecken. Ja. Oh, der macht direkt schon ein Geräusch. Uiuiui. So, das wird noch höher. Okay. Halten. Wow, krasse Geschichte hier, ey. Wie machen die das durch die Wüste so? Naja. Man hat hier auch so Pedale oder so dran. Pedale? Ja, so, wie heißt es, Steigbügel. Nee, hat man nicht. Hier ist der freie Fall für Sandalen und mich. Wow. Das ist echt ein bisschen wie Reiten, nur langsamer. Das Blut fließt ja in die Füße dabei, Ja. wenn du das nicht abstellen kannst. Du hast Ja. schon ganz dicke Beine. Hätte ich meine Stützstrümpfe anziehen sollen, oder was? Man fühlt sich hier ganz schön weit oben irgendwie, ziemlich hoch, wie auf so einem Berg. Ja, das ist nochmal was anderes so als heute Morgen mit diesen Quads. Zum einen hat man hier in der Abendsonne so nochmal ein ganz anderes Licht und dadurch auch einen ganz anderen Eindruck von der Landschaft hier. Zum anderen ist es auch mal schön, so diese Stille zu genießen dabei, während man hier dieses Panorama um sich drumherum hat. Also Leon, mit dem wir ja gerade gequatscht haben, der sagte ja, aus ethischen Gründen möchte er sowas nicht machen, weil er einfach meint, dass das für die Tiere vielleicht nicht das Geilste ist. Und ich sagte dann, ja, wenn ich es nicht mache, dann macht es halt jemand anderes. Es gibt, glaube ich, verschiedene Punkte, aus denen man das betrachten kann. Ich kann Leons und die Einstellungen derer, die das Ganze hier kritisch betrachten, dennoch gut nachvollziehen. Die Tiere wirken allerdings so, als ob sie hier, ja, nichts dagegen haben, dass wir auf ihnen reiten. Wir machen das Ganze hier aber auch nicht nur zum Spaß, sondern auch, weil es der Weg zu einem Camp mitten in den Dünen ist, wo wir die heutige Nacht verbringen werden. Wir verbinden also quasi das Nützliche mit dem etwas anderen Fortbewegungsmittel. Was ich echt gut hier an der Sache finde, ist, dass dieses Camp wohl anscheinend im Gegensatz zu vielen anderen echt weit außerhalb ist und man wirklich richtig hier so in diese Wüstenlandschaft eintaucht mit dieser Tour. Der ist ein bisschen borstig, aber der muss ja auch einiges abkönnen mit seinem Fell, ne? Die haben riesige Füße, wenn man sich das mal so anguckt. Richtige Oschis. Und ganz flauschige Ohren hat er. Aber ich glaube, wenn wir am Camp angekommen sind, habe ich auch einen wunden Hintern. Du, man rutscht hier ganz schön auf diesem nicht gerade so weichen Stoff. Aber das ist es wert auf jeden Fall. Rettung für alle wunden Hintern naht. Das Ende des Kamelritts. Dankeschön. Hey. Oh Mann, mal fühlen hier. Toll. Der Kamelflüsterer.
dann kommt man schon mal an so einen abgelegenen Ort. Also mit den Motorrädern kommen wir hier um diese Uhrzeit ganz bestimmt nicht hin. Und mit dem Kamel, das ist natürlich außergewöhnlich, obwohl wie außergewöhnlich ist das hier in Marokko eigentlich gar nicht. Ganz natürlich, aber für uns Europäer ist crazy. Sonnenuntergang in der Wüste. Ganz schön was los hier, wenn man denkt, man wäre hier alleine. Trugschluss, Leute. 30.000 Kamelgruppen. Immer wieder so ein Buggy. Es ist halt natürlich mega beeindruckend und total schön hier besonders mit dem Licht und auch toll, dass die das so abends machen mit dem Camp und sowas. Aber es ist halt schon auch ein extremes Touri-Ding. Man merkt das so, dass hier wirklich so die Touristenhochburg ist. Man ist hier wirklich auch umgeben von solchen Trupps. Aber man hat auch zwischendurch Momente, wo man wirklich auch das Gefühl bekommt, man wäre alleine. Einatmen, ausatmen. Genießen, mitnehmen, im Herzen speichern. Und vielleicht nochmal wiederkommen. Die letzten Kilometer zum Camp liegen vor uns. Jetzt haben wir sogar noch so eine kleine Jeep-Tour mit dabei. Ja. Eine Auto-Experience. Auto-Experience. Also ich glaube, anschnallen brauche ich mich hier nicht. Tschüss Kamele, das war nett mit euch. Ready, guys? Yes, ready. Let's go. Das mit dem Anschnallen überlege ich mir dann doch nochmal. Es ist schon derbe ruppig und holprig, mit dem Jeep durch die Dünen zu flügen. Jetzt haben wir auch alles durch hier, ne? Motorrad, Quad, Kamel und jetzt noch Jeep. Also, ich weiß nicht, was wir sonst noch machen könnten, aber ich würde es machen. Ready? Ey, das ist krasser als Achterbahn. Welcome to our camp. Yay, da sind wir. Goodbye. Stop! Salam. Walid gießt uns jetzt erstmal hier schönen Tee ein. In German we say Prost. What do you say here? Bisaha. Bessaha. Bessaha. Yes. Eine Mirs. Dankeschön auf Berber. Super, super ordentlich aus hier. Ja, mal gucken, wie unsere Zimmer jetzt hier sind. Wir haben ja ein eigenes Zeltchen. Also Zeltchen ist ein bisschen untertrieben. Man hat doch richtig Programm hier, ne? Jetzt kommen wir an, wir haben jetzt 50 Minuten Zeit, dann gibt es Essen. Wow. Wow, das ist ja riesig hier. Okay. Boah, geiles Waschbecken, guck mal. Mit so einem Muster. It's Fenster. amazing. Better than most of the hotels. Ja, in the it's area. great. Wow, thank you. Das kostet jetzt ein bisschen weniger als 120 €, also 1200 Dirham. Inklusive dem Kamelritt, der Jeep-Tour, 3-Gänge-Menü zum Abendessen und einem üppigen Frühstück am nächsten Morgen. Und Lagerfeuer mit Live-Musik. Irgendwo hier in den Dünen geht's jetzt weg vom Camp und zu diesem großen Feuer, wo wir jetzt ein bisschen trommeln werden. Julian hat schon Schiss, dass er jetzt irgendwas tanzen muss. Walid nimmt mich damit auf einen typisch afrikanischen Feuertanz und es wird noch ein lauschiger Abend in den Dünen Marokkos. Ein paar Stunden später taucht die Sonne langsam wieder hinter den Dünen auf.
Wir dachten erst, das wäre hier so ein Buffet oder so, aber nein, das ist einfach unser Platz. Susanne und Olaf sitzen da hinten, so, die haben das gleiche auch nochmal. Leute, es lohnt sich einfach sowas mal zu machen. Oliven, Olivenöl, Peanut Butter, Honig, Aprikosenmarmelade. Die gefüllten Mägen werden direkt im Anschluss ordentlich durchgeschüttelt. Nach einem richtig guten Frühstück geht es jetzt wieder zurück zu den Motorrädern. Die stehen noch am Hotel. Und dann geht es Richtung Todra-Schlucht. Und jo, macht jetzt hier gerade die Musik an. Gibt nochmal ein anderes Feeling. Sehr nice. Wie ist da hinten? Das ist toll, das hier mal mit so einem Auto aufzumachen. Ja, ne? Also ich glaube, alle Leute, die das hier mit so einem Jeep oder sowas machen, das ist auch richtig geil. Dass sie den Weg überhaupt finden. Hier gibt es ja gar keine Straße so, ne? Das ist schon krass. Boah, Alter, das ist echt einfach wie Achterbahn ohne TÜV. So. Du musst halt einfach vertrauen, dass der Mann, der das macht, schon weiß, was er da tut. Du kannst ja nicht hinter die nächste Düne gucken. Und Ja, der fährt da ja, einfach ja. drauf zu, über die Kuppe. Ja gut, wenn jetzt ein Auto kommt. Das Ding ist so, man will halt echt nicht unangeschnallt da drin sitzen. Und die scheißen ja komplett auf Anschnallen und so. Da piept da alles drin rum wegen dem Anschnallwarner. Da wird einfach die Musik lauter gemacht, damit das nicht nervt. Die sind da schon crazy drauf. Und er gestern erzählte aber auch halt, dass es schon durchaus häufig vorkommt, dass die einfach Unfälle bauen, aber denen ist es scheißegal. Der lacht da drüber, ja, wir haben gecrashed, da kam einer von der anderen Seite. Auto war im Arsch, aber wir hatten kein Blut und keinen Schmerz, aber alles, deswegen alles okay. Aber die schicken dann auch Helikopter, meinte er. Ganz anders als bei uns, echt. Wenn man diese Autofahrt am Morgen macht, wenn man vorher noch keinen Durchfall hatte, hat man danach sehr wahrscheinlich. Das geht schon ein bisschen auf den Magen. Ne? Das ist wirklich einfach wie so eine Achterbahnfahrt. Und ich finde, das ist einfach nochmal irgendwo ein viel intensiveres Erlebnis oder Gefühl für die ganzen Steigungen der Dünen und auch Schräglagen, die man da drin hat, weil mit dem Motorrad hast du halt das Ding, dass du ja sehr, sehr viel durch deinen Körper ausgleichst. Und diesen Ausgleich hast du einfach im Auto nicht und dadurch nimmst du das einfach nochmal ganz anders wahr, weil diese ganze Fläche, in der du einfach still sitzt, sich so um diese ganze Landschaft bewegt. Und das fühlt sich schon zum Teil krass an. Gerade wenn es dann so steil runtergeht, hat man schon manchmal so dieses freie Fallgefühl für so 1-2 Sekunden. Wie fandst du es? Ich fand es total beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht und dass es so nervenkitzelmäßig also sein kann. Also es ist schon so aufregend, das ist noch dreimal krasser so, als Quadfahren. Ja, du gleichst halt sehr viel aus, so mit deinem und Körper. Du musst und dem halt voll vertrauen, so, weil und du bist nicht du selber, bist total ausgeliefert. Du bist halt ne? nicht der das lenkt. Ich glaube, das fühlt sich auch nochmal ganz anders an dann. Ich bin froh, jetzt wieder auf mein Motorrad zu steigen. Aber war sehr cool. Also, wenn man die Möglichkeiten hat, sollte man auch das vielleicht mal machen. Und ich verstehe die Leute, die mit so einem Geländewagen hier unterwegs sind. Also, ich glaube, das macht schon richtig Bock. Und preis-leistungsmäßig ist das jetzt wirklich das Beste, was wir bisher hatten, auch wenn es das teuerste war, aber mit 1200 Dirham für die Nacht, für die Kameltour, für die Jeep-Tour jetzt heute auch nochmal. Essen, was einfach das Beste war, was wir bisher hier gesehen haben, so kann man sagen, auch ist das einfach Sauberkeit, wirklich du hast so ein unser Zelt in den Dünen da. Richtig, das ist richtig schon geil. Für mich gefühlt so High-End-Level. Also ja, und man kann sich halt als Europäer wirklich auch leisten. Deswegen Marokko echt wow.